Så det Marius, vi freuen ons dat je deze week met ons op Gottesdienst vieren. Ik wil je begrüßen met een vers uit Zacharia kapitel 2 vers 9, dat zegt, en ik, zo zegt de Heer, waar in de woon van 4 rondom er zijn, en ik word door een wezen waar herrlich ik zie. Ik wil een paar bekendheden geven. Eerstens, nu während dieser tijd wo we niet durven ons verzamelen ter een Gottesdienst, vrouw we je dat je worden de klachten wat je willen geven, die durf je hier in de kerk en de koers aanleihen, er ook aan zijn kassierer geven. Tweitens, dat we gaan morgen, also maandag, klok 7 morgens, gebedstund, mannen gebedstund, so je zijn alle aangeladen. Dat nächste is dat we worden deze maand niet, de vrijers worden niet neerveren gaan, en we worden deze week ook niet gemeenschap stellen gaan. En we laden je ook aan deze boodschappen weer te schicken, en we hebben immer je volgen dat het kunnen zien zijn. So schickt er weer. Als nächste gaan we even naar een gezang met onze zinggroep. Peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. O Satan shall buffet, the trials shall come, and this with assurance control. And Christ has regarded my helplessness thee, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sins are the bliss of this glorious flood. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul.
seid mein alles sein. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, you would have thought that alone could rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. You are the one
grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Wir haben einen großen, wundervollen Gott. Ist dort nicht in Sehen? Ich will uns den Text lesen mit Matthäus Kapitel 21, die erste 14 Vers. Dat sagt so steht. En als zij nu naar Jeruzalem kwamen, bad Bethphage om Olivenborg, schickt Jezus twee van zijn jünger en zei aan. Goed aan het dorp dat vergend ligt, en voets waar je een ezelin ongebungen vingen, die een joling bezit heeft. Luister los en bringt mir de her. En wanneer je irgendwer nog wat vraagt, dan zegt aan, de Herr wil de bruggen, en die wat je voets losloten. Dit passiert, dat erfüllt wordt wat de profeet Jesaja gezegd had. Zij de dochter van Sion, seid den König kommt, sanftmütig nur die op een ezeljoling gereden. De Jünger gingen en deuten zoals Jezus aan befohlen had, en brachten de ezelin ook dat joling en spreiden ihre Kleider doen ab, en Jezus sah sich doen ab. En viele Menschen deuten ihre Kleider über den Weg uitspreiden. Andere schneiden Aster von den Bäumen auf und spreiden die über den Weg. De grote Massen Menschen, die vorab gingen, ook die, wat herankamen, schreien, Hosianna, dit as David zijn Sehen, gesegend an Gott seinen Namen as die hier kommt, lof Gott am höchsten Himmel. Und als Jesus an Jerusalem nankam, wird die ganze Stadt abgerecht in Frieden. Wer as dit, dat Volk seht, dit as der Prophet Jesus Christus von Nazareth in Galiläa. En Jezus ging im Gottestempel neer en jocht al de ruit die de Bern kauften en verkauften. En hij stelt de Geldwechsler ihre Taschen aan en ook de Duivenhändler ihre Bänken. Jezus zegt aan, dort steht geschreven, mijn huis soll een bedhuis zijn, aber je meer an eine Räberheilde ruit. En de Blinge en Lome komen nu aan im Tempel en hij heilt aan. Wat so weet Gottes Wort. Wir wollen als nächste in Gebet haben. Uns Vater am Himmel, Dankeschön für das wir dürfen den Wort haben, dass wir dürfen angestiert sein an den Wort, dass wir Frieden haben von der Obrigkeit her, uns Glauben auszuleben. Du Dank für die ganz besonders schwer. Herr, wir beten am Weisheit, diese Zeit, wo wir uns nicht versammeln dürfen, dass du uns helfen, dass wir möchten abgebetet worden im Glauben, dass wir möchten nur denken und dass wir möchten nur an die getragen worden bloß. Herr, wir danken dir für die Regierung, wo die eingesagt hast in uns Land und weltweit. Mocht die beschützen, mocht die entfallen mit Weisheit und möchten sie regieren, so es dir das gefällt. Herr, uns besonders spät wie für Menschen, wo du nicht Frieden haben mit dir, oder wo du in verschiedene Leute sind, Herr, ich bete, dass du was trösten und dass du durch das bloß die Menschen was nur an die tragen. Herr, ganz besonders spät wird du durch diese Krankheit mochts erregen, wat den Ziel erst erregen, und dass wir Menschen bloß machen nur an die getragen worden über die ganze Welt. Herr, für Kranke beten wir, dass du mochts Heilung schenken, für die euch hier getraut, wo wir Kranke sind. Und Herr, wir beten auch um Kraft für alle Gemeindes weltweit. Mochtst du die Gemeindes segnen und mochtst du die Gemeindes auch zum Sehen sagen für die Mitmenschen. Und Herr, besonders spät wie auch für die Altenheime und Kinderheime, verschiedene Heime, wo du sehen, mochtst du Arbeiter segnen, mochtst du die ganzen Projekte du segnen und Läden in faire Weg bringen. Herr, wir beten auch für die Botschaft, wo wir nennen für den Redner, mochtst du am segnen, mochtst du anfallen mit deinem Geist, mocht er Geluten dort bringen, wo die am Hass hat und hat gelacht.
Ons te brengen dat wij wat toereichen, dat we dat mochten. Laten op gouden bodem vallen en dat het mag veel vrucht brengt. Dat bidden we in Jezus zijn naam. Amen. Ja, das nächste gaan we even voor de boodschap met Pastor Ben Dyck. God zegen. Ik freue mich über diesen Zweig, waar Gott sein Wort mitgeteilt. Und dort wie in dieser Zeit, wo wir bern sind, wo wir denken dann, was Jesus steht für uns aus der Zeit, wo wir ganz dicht bei sind, dort wie danach kann Gott sein Wort anhorchen, Gott sein Wort mitbringen. Und dort uns das bloß noch wichtig sein, dort wir gerat sein, dort wir dürfen Gott seine Kinder sein, dort ist ein großes Verreich. Und ich dachte von der uns morgen so ein adelige Vers, die wir fingen an Römer Kapitel 8, Vers 33, und da wieder, du sagst, dass es steht, wer will Gott seine Utgewählte beschuldigen? Gott ist dort, der an gerecht merkt. Und dort ist ein großer Segen, dort wir als Kinder Gottes, immer war kann nur diese so eine Versen als das gehen, und dort wir kann einfach im vollsten Vertrauen sein, wer will uns als Gott seine Utgewählte beschuldigen. Wenn Gott ist, der uns auf gerecht merkt. Und dann geht du wieder und dann sagt wer will verdammen? Und dort ist gerade, was Jesus Christus scheint, uns frei zu merken, dort der Verdammnis, der uns trafen, dort wir durch kein frei von sein. Also wer will verdammen? Und dann sagt du wieder, Christus ist hier, der gestorben ist, in meiner Stadt. Er wird vom Tod abgewagt und ist nu bei Gott der rechte Hand im Bett für uns. Wort von großen Jesus habe ich nicht. Der reit wir für uns kommt zu sterben, so ist uns das gesagt hat. Jesus ist hier, der gestorben ist. Und er ist auch vom Tod abgestanden. Und dort ist gerade die Zeit aus der Zeit, wo wir bern sind, wo wir uns an erinnern wollen. Und dann sagt er, nu ist er bei Gott seine rechte Hand und betet für uns. Für uns als Gott seine Kinder betet er. Dort wir wollen standhaft bleiben und dort wir wollen kann diesen Frieden mit Gott holen in den Utleben und so weiter. In Vers 35, du sagst dort in Römer 8, was kann uns Christus seine Leib wegnehmen? Also hier stellt er dort, dass eine Frau an uns, ist da irgendwas, was uns der Leib von Jesus Christus wegnehmen kann. Und er sagte wieder so, Leiden oder Angst, oder Verfolgung oder Hunger, oder Armut oder Gefahr oder dort schwert. Also nichts von diesen Dingen, was immer dort ist, nicht Angst, nicht Leiden, Verfolgung, oder was immer noch kommen kann uns der Leib von Jesus Christus wegnehmen. Und dort fragt mich, dort, wie dort Versprechen in der Bibel haben, dort wir als Kinder Gottes kann gewartet sein an der Leib Christus, was uns keiner wegnehmen kann. In dieser Zeit, wo viele Menschen nicht Frieden haben, wo der Angst wird, dann sagt uns die Bibel nichts, kann uns der Leib von Christus wegnehmen. Dort gibt für uns nicht eine Angst, was uns der Leib von Jesus wegnehmen kann. Und dann sagte du im 36. Vers, so es geschrieben steht, am den Holven wo wir den Dach über Hand geschlagen, wir wollen als Schlagschub euch sein. Wenn das durch uns passiert, dort wir wollen so als Schlagschub sein, er sagte, wir wollen Hand geschlagen, also uns wird verfolgt und wir wollen als Schlagschub sein und nicht mal so, kann uns von der Leib Gottes wegbringen. Und das sagt uns du wieder in Vers 37, aber an all das haben wir die Überhand, an dem sind Holven, der uns gut ist. Jesus ist uns nach Kreuz gut, aus den Tag, als er nun Kreuz ging. Als er diesen Weg ging in Jerusalem, dort haben wir, was wir von der haben. Er kam in Jerusalem, dort wir live, dort er in Jerusalem ging, und dort wir den Weg, den er gehen muss, um das Erlösungswerk vor sich zu bringen. Und in Vers 38 in Römer 8 sagt er, ich sehe mich sicher, dort nicht der Tod oder das Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht Gegenwart oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns, oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Leib scheiden kann, der an Christus Jesus ist unseren Herrn. Dort sind wir viele Versen, was wir in Römer fingen. Dort du hast nichts, was uns von dieser Leib
von Jesus Christus trauen kann. Und wo wir können uns denn nicht trauen, wie uns Jesus auch der Leib für uns gegeben hat. Hij leeft uns euer, hij leeft uns, was wir noch Sünder wären, dann wie herein, das ist ein Weg zu gehen. In Jerusalem nennt zu gehen, und dort wir ein Port von den Weg, den er ging um Kreuz. Er reinigt den Tempel durch, wo uns Thema von ist. Jesus kommt nach Jerusalem und reinigt den Tempel. Und er hat vorher gesagt, in Johannes 14, Vers 6, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt nun vor, bitte durch mich. Also an diesem Fried, diese Leute für Gott zu haben, wo das in Römer 8 von reden wird, braucht dort, dass wir das anerkannt haben in unserem Leben. Dass Jesus ist die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Weil in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir wissen, was Wahrheit ist, was die Bibel uns sagt. Wenn wir in Nachrichten kicken dann von der und nach, dann fängen wir so viel, was gesagt wird, dass wir, wenn wir alles horchen wollen, dann wollen wir meist Charakter machen. Was geht wirklich an? Aber wir haben ein Buch und das ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit in der Bibel als Fall von Jesus, was er für uns getan hat. Von Anfang war am Ende die Prophezeiungen reden davon, dass er kommen würde und er selbst sagt, ich sehe die Wahrheit. Durch können wir uns vertrauen an diese Zeit, wo wir ben sind. Dass Gott ist der uns gerecht macht. Das ist Wahrheit. Aber um das zu bringen, muss Jesus diesen Weg gehen. Den er ging, vorher um Kreuz ging. Er hat viele Wunder getan. Die Prophezeiungen, die mussten erfolgt werden. Und wenn wir hier gucken, dann ein klein bisschen den Text, was uns gelesen wird in Matthäus 20, Vers 17 und wieder, du sagst Jesus zu seinen Jüngern, und als Jesus ab dem Weg nach Jerusalem, wir nehmen seine 12 Jünger apart in See. Also wir sind hier, der wir am Weg nach Jerusalem, wo gerade das soll passieren, was uns tags anzeichnet, in Matthäus 20, Vers 17 und wieder. So, er nimmt seine Jünger, als er hinterwegs sind, apart und dann sagt er, Vers 18, checkt einmal. Wir gehen nun nach Jerusalem. Und die Menschen sehen Wort und die Schriftgelehrten und Hohepriester ausgeliefert worden. Und die waren am zum Tod verurteilt. Die waren am den Nichtjuden übergeben, dass die am Verspaten, Verheven und Kreuzchen. Und am dritten Tag wird er war abgestoßen. Ganz bewusst, was passieren würde, ging Jesus diesen Weg. Er weiß, nur was er ging, wenn er in Jerusalem dann ging, was ab am Warten da. Und dort ist, was uns gerecht merken, dass er wirklich mit diesen Weg zu gehen, dass er bewusst reit wie Gott sein will zu gehen. Das uns dort in Römer 5 sagen, die erste Versen durch. Du sagst, dass wir sind durch den Glauben gerecht geworden. Willst wir durch den Glauben sind gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem Frieden, was Jesus ging, dort war ich vorricht zu merken, was er ging, dort um Kreuzen und ging, in dem Frieden können wir mit Gott leben. Er hat das vorricht gemerkt. Und das sagt uns so im Vers 2, durch den uns der Weg aufging, nur die Not, an der wir stehen, und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Dort so viel wird, wenn wir wirklich in diesem Frieden sein, an dieser Zeit. Dort wir eine Hoffnung haben, an Gott seine Herrlichkeit zu stehen. Und dann sagt er wieder im Vers 3, in Römer 5. Aber nicht bloß dort, wir sind hier froh, wenn wir liegen machen willst, wir weiten dort, wie durch Liegen lernen, geduldig, standhaft zu sein. Dort ist, was uns bei dieser Zeit wirklich fehlen wird. Dort wir können froh sein an dieser Zeit. Viele Menschen leben in einer großen Angst, aber als Kinder Gottes soll wir können wirklich froh sein. Wann dort auch liegen gibt, vielleicht auf verschiedenste Hinsichten über uns. Und dort wir standhaft blieben. Er sagt uns hier, dort lehrt uns geduldig standhaft zu sein. Und dort bietet auch unseren Charakter ab, sagt er im Vers 4. Und dort wirkt dann uns eine Hoffnung. Und an dieser Hoffnung können wir leben. Diese Hoffnung, sagt uns dort im Vers 5, der lässt uns nicht erschauen wollen, weil es uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Liebe an unsere Herzen neigegeben ist. Dort ist ein großes Verreich, was Kinder Gottes haben,
dort wir eine lebende Hoffnung haben. Und dort mögt Jesus vorig, und du erinnern wir uns nu an diese Ostertiet. Sagt in Vers 6 in Römer 5, als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns gottlose terreichte Tiet. Als wir uns selbst nicht halten können, weil je an dem Zustand, wo wir näher gekommen wären, durch den Sinnenfall, können wir uns selbst nicht halten. Wir können viel Gutes versuchen zu tun, aber wir können uns da nicht halten. Du wegen kein Jesus, du wegen gegen dessen Wasch, du wegen wie hereut, das heißt hier zu seine Jünger sagt, wir gehen nun nach Jerusalem, und dann wird die Menschen sehen und kriegsgenährt worden. Und hij wir klar, dat hij wordt ook wieder abstehen, und dann wird das fertig sein, dass wir diese lebende Hoffnung kann haben. Ich denke vielmals an in den Garten Eden. Als Gott den Menschen mögt, dann mögt er auch den Garten Eden. Wie weit in der Geschichte. Dann sagt er Adam und einfach du nähern, und an diesem Garten, du wart gesündig. Du kannst die Sinn an der Welt nehmen. Dann gibt es auch einen Garten, wenn wir das dort wollen, wo die Menschen nicht mehr sündigen wird. Das ist der Himmel. Also im Himmel ist nicht Sinn, du wirst nicht mehr sündigen, wird nicht mehr Sinn sein. Menschen wollen nicht sündigen. Und zwischen diese beiden Gottes, zwischen den Garten Eden und den Garten im Himmel, du hast der Garten Gethsemane. Durch diesen Garten Gethsemane ging Jesus durch, und du an diesem Garten, du wart an der Kommt schwor, was er durchgehen soll. An diesem Garten wird einmal gesagt, hey Gott, dein Will soll passieren. Und dann ging er und betont den Sinn für alle Menschen. Also diese drei Gottes brucht dort. An der ersten wart gesündig, und dann, als du die Garten im Himmel wird wir sagen, und dort zwischen brucht dort die Garten Gethsemane, wo Jesus durchging, wo er mit einmal sehr nu siegfahrig, echt wo Gott sein Willen tun, und betont den Sinn für alle Menschen. Und um all das vorig zu merken, müsst in Erfüllung gehen, was an den Propheten gesagt wird. Was Jesus alles wird tun. Und dort sei wir an unserem Tag, wo uns gelesen wird, dort wir geprophezeit werden, dass Jesus wird einen Tag in Jerusalem reden, ab dem Esel, ab dem Pfahlen. Und das sagt uns hier in unserem Tag, in Matthäus 21, die erste Vers durch, dat ze kwamen naar Jerusalem, wat de dorp, wat Pfarrer am Olivenberg. Und dann schickt Jesus seine Jünger, und dann sagt er in Vers 2, gut nur das Dorf, das vergentlich in Fuß, wo je eine Eselin Euebung fängt, der in Jorling, wie sie kauft, lässt die los und bringt mir her. Das wird ein Part von der Prophezeiung, was Jesus tun wird, und was passieren wird. Und wenn ihn irgendwer fragt, nur was fragt, dann sagt ihm der Herr, weil die brücken, und er wird ihn dort Fuß loten. Wir weiten Jesus wir auch Gott, wir völlig Menschen, wir völlig Gott. Und wir all weiten, wisst dort, dass das Esel du wir mit das Jorling durch. Und wisst dort auch, dass Menschen würden dort loten, wenn sie das würden loslösen. Nicht der Welt dort brücken. Und das sagt uns dort im Vers 4, das passiert, dass die Prophezeiung erfüllt wird in Sacharja 9, wo das sagt, seid, den kann ich kommt, sanftmutig, nur die auf ein Eseljarling gereden. Die kann ich für die ganze Welt, die kann ich über alle Königs. Und das sagt uns du, im Vers 6, die Jünger gingen und deuten, so als Jesus anbefohlen hat. Und brachten die Eselin und auch dort Jarling und spreiten ihre Kleider durch ab. Und Jesus sah sich durch ab. Im Vers 8 sagt uns, dass viele Menschen, die ihre Kleider über den Weg spreiten, andere schneiden Aster von den Bäumen auf und spreiten die über den Weg. Grote Massen Menschen, die vorabgingen und die, die herangingen, kamen die schrien, hau sie an, das ist David sein sehen. Wenn wir uns die Geschichte nur lesen und mit nur forschen, dann fingen wir dort Volk der Zeit, die hatten noch einmal diesen Traum oder diese Vorstellung von Jesus,
oder von den Messias, dort, wenn die Wort kommt, die Worten kann ich hier beirrt sein. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann fangen wir durch, dort kann ich Wort, distens war ich die Ehe gegeben, dort die werden Kleider angesprochen, wenn die kamen und so weiter. Kriegst es Jesus hier nicht da, und das, wie fängt, dort alle durch eine Hand liegen, dort sie dachten, nu wird Jesus ihn kann ich hier bei ihr abstellen. Mit diesem Anzug in Jerusalem, nu wird das offiziell worden, nu wird das openbaar worden, nu wird die kann ich worden, und die Juden werden je in ihre Räume versklavt, sozusagen. Die Räume deuten über ihren Regieren, und sie mussten an ihren Tag tun und so weiter, und sie hatten gedacht, nu wird das frei worden. Dort fängen wir an der Geschichte, nu Jesus seine Auferstehung, wo Jesus am Weg der Jünger, wo er Amos ging, mit einmal begegnen dat. Dann fragt Jesus ihn, von was redet ihr hingeweis? Was sei ihr so bedrückt, oder was askünd? Und dann fangen sie Jünger an zu reden, dann sagen sie, weißt du nicht von diesem Mann, der Prophet wir, der viel Wunder getan hat, mächtig vor Gott, hat Menschen gehalten und all die verschiedensten Dinge. Und dann sagt er dazu, als wir überdachten, der wird Israel erlösen. Also dort weißt dann du, dass Jesus seine Jünger und auch viele Menschen hatten eine Vorstellung von, Jesus wird in Königreich hier bei ihr abstellen. Und ich glaube, mit diesem Anzug an Jerusalem dachten sie, nächste Zeit hier. Aber Jesus sein Reich wie nicht von dieser Welt. Er hat einen anderen Dreck. Die ganze Stadt lobt Gott, die preist Gott, sagt uns dort durch. Und sie schreien einfach, Hosianna, dit als David sein sehen. Und sie freuen sich, dort Jesus nu in Jerusalem nennen kann. Sie sehen dit als der Prophet. Aber dann passiert, was anderes, was wir wieder sein tun. Jesus geht im Tempel nennen. Also wo Gottesdienst gefeiert wird. Und wenn wir denken, dann was von der Zeit im Jahr wird, das wird die Zeit im Jahr, wo sie nun allen Bund noch Passamol feiern wollen. Dort wir ganz dicht bei, wo Passa fast gefeiert wird, wo sie das Lamm schlachten und du sich daran erinnern, dass sie in Ägypten wieder freigemacht worden und so weiter. Und dort wir dicht bei und sie dachten an, dort feiern und Krieg der Zeit, wir viele Menschen in den Tempel kommen und dann geht Jesus auch in den Tempel. Aber was du im Tempel fand, dort mir kam nicht so ermutig, was Jesus du sagt. Wir fangen das nur an Vers 12, dass Jesus geht an den Tempel nehmen und er jucht alle Rüt, die du ben kauften und verkauften und er stellt die Geldwechsel ihre Taschen an, auch die Düvenhändler ihre Bänken. Also das Tempel, wo Gott soll angebetet werden an der Zeit, dort wir nicht mehr der Tempel, das Gott ihn will haben. Wo Menschen haben Gott anbeten. Dort wir ein Schachhaschhüs geworden sozusagen. Die kauften und verkauften. Und wenn wir uns die Geschichte nur lesen, dann fangen wir dort Menschen von weit und breit angereist kommen. Und sie können nicht alle ihre Tiere, die sollen geopfert werden, um die Satz nur mitbringen. So dann werden die hier verkauft. Dann hatten Menschen die Tiere hier und verkauften die durch. Sie können nicht andere Geld nehmen, als was sie durchbrücken, so du wir Geldwechsel, was das Geld von dem Land anwechseln für das Geld, was Tempelgeld wir, was sie durchbrücken können. Und verschiedenste Dinge gingen da an. Aber Jesus interessiert nicht, was hier in diesem Tempel anging. Und er sagt dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, aber je merken eine Räberheil durch. Also was an diesem Tempel alles vergeht, dort ist nicht so, Gott dort will haben. Ich mag, dass das Tempel rein ist. Und dass ein anderes an diesem Tempel bern ist. In Jesaja 56, Vers 7, das letzte Part, du sagst Gott durch den Prophet Jesaja, mein Haus soll eine Stätte für alle Völker sein, wo sie anbeten kann. Also in Anbetungsart soll das sein. Und dort ist, was Jesus hier sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, je haben du was anderes von gemerkt. Jesus nannt diese Verkäuferie und was immer sie tun, sogar eine Räberheil haben sie durchgemerkt. Und Jesus reinigt den Tempel.
En dan sagt uns dort in Vers 14, in de blinge en loome kwamen nu aan am Tempel en hij hielt aan. Wat kon Jezus nicht alles doen, wann hij kommt? Hij kon Ordnung schaffen, wird wir sein. Wir sein, wat von den meisten Menschen am Hintergrund verabging, am Loben und Preisen. Und dann geht er in sein Haus nehmen, in sein Anbetungshaus. Und dann sagt er, du fehlet nicht in Ordnung. Und er sagt, das soll eine Art von Gebet sein. Nu sind wir von der Tempel Gottes, sagt uns die Bibel. Mir ist es ein sehr klares Bild, dass Jesus will einen reinen Tempel haben. So dass er hier gelobt und gepriesen wird von das Volk, so soll wir am Anbeten und loben und preisen von der. Und so dass er hier den Tempel uitreinigen von alles, was ihm nicht interessiert, so will er auch uns von der reinigen. Und mein Gebet ist, dass wir in dieser Osterzeit wirklich mal nur denken, wenn die Bibel uns dort klar sagt, dass wir sind der Tempel Gottes. In 1. Korinther 3, Vers 16 sagt, dass wollt ihr nicht, dass ihr Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Geist an ihnen wohnt, dann möchten wir uns bloß wirklich hingeben, dass Gott in diesem Tempel sich noch möglich fühlt. In diesem Tempel, das Gebiet, wo Jesus dann nennt, du fällt er sich nicht gut mit, du wirst so viel werden, was ihm nicht interessiert. Und nu sagt er im neuen Bund, ihr seid der Tempel Gottes. Und Gott mit seinen Geist wohnt an uns. Und wo sieht das in dieser Osterzeit, in unserem Tempel aus? Wenn Jesus du will wohnen, fällt er sich da möglich werden. Aber erst du something werden, dass Jesus du wird gleichen Rüterin. Dass wir wirklich kann am volle Vertrauen umbeten. Wir weiten zu der Zeit, wie dort sehr klar dort in Jerusalem wird angebet. Dort wird nicht irgendwo, wo einmal servieren. Jerusalem wird es stehen. Das soll wie an eine Geschichte an Johannes Feier, wo Jesus sich mit dieser samaritischen Frau trafen lässt, dann fragt die Frau mit einem, wo es steht, wo wir anbeten sollen. Das sagt unsere Führer hier am Berg angebet, die Juden sagen, in Jerusalem ist die Stadt, wo einer anbeten soll. Und dann sagt Jesus, Frau, glaub mir, die Zeit kommt, dass die dem Führer nicht auf diesen Berg und nicht in Jerusalem anbeten wollen. Die Samariter weiten nicht, was wir anbeten, wir weiten, was wir anbeten, wie das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus zu der Früh. Aber die Zeit kommt, und es nu all, dass die wahrhaftige Anbeter dem Führer am Jes und in der Wahrheit anbeten wollen. Mit so einer Anbeter siegt der Führer. Und das ist, wo wir von der man leben, wo immer wir sind, können wir Gott anbeten. Wir sind von der Tempel Gottes, wo man wohnen lässt, wo der Heilige Geist Wohnung ben hat. Und hier in Welt Wohnung ben hat. Und er will auch die ganze Kontrolle an unserem Leben haben. Dus Jesus hier ruht, durch diesen Tempel wordt hem niet gefallen, so mag hij ook jeder Mensch, der am kommt, mag hij reinigen. Jesus kam hier in Jerusalem angereden und er ging am Tempel nennen. Und so will er von der an die Menschen ihre Horten nennen kommen. Und dann will er rückbringen, was ihm nicht gefällt. Wir sind von der viele Menschen eine große Angst leben, sozusagen. Der Angst, weil er durch. Wir haben uns erst gesagt, wir dürfen nicht Angst haben als Kinder Gottes. Er will Dinge, die Sinn sein, mit Menschen ihre Horten rückbringen. Das Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sinn bekennen, als er treu und gerecht und reinig uns von aller Eierreichheit. So, wenn Jesus nennt kommt, dann wisst er uns Menschen, was in diesem Tempel, was uns Körper ist, was uns Hort ist, was du nicht interessieren hat. Und dann will er dort zurücktreiben. Und dann will er, das Johannes 4, Vers 24 sagt, dass Gott ist Geist und am Anbeten, muss am Geist und in die Wahrheit anbeten. Und das habe ich von der,
met moed, met vrede doen, als Gott seine Kinder, wenn wir Gott seine Kinder sind. Und wenn wir nicht Gott seine Kinder sind, dann steht Jesus von der nach Ferde der, und er klappt nach an, und er muss nicht kommen. So ist er in Jerusalem nicht kommen. Dort wir am wollen mit Frieden abnehmen, so ist die Menschen dort ein. Aber dort wir auch wollen reich sein, dort er uns Gott was reinigen kann. Dort er diesen Tempel kann wirklich für eine Wohnung anrichten, so es ihm dort gefällt. Eine Wohnung, wo er sich zu sich fühlt. Das erste können da 3 an sagen, dort dieser Gott sein Tempel, und dort Gott sein Jes wohnt an uns. Als Kinder Gottes. In Vers 17 sagt er, in 1. Korinther 3, wer Gott seinen Tempel zu schon merkt, den merkt Gott auch zu schon. Gott sein Tempel ist heilig in diesem Tempel. Und du ist das wichtig, dass wir in dieser Zeit, wo wir werden sind, uns wirklich freuen tun, folgt Gott sich tüß an unserem Tempel. In dieser Osterzeit, wo wir uns an erinnern tun, dass Jesus nun Kreuz ging und dass er für unsere Sinnen starb, dass wir uns freuen, folgt Gott sich möglich. In dieser Zeit, wo wir aus der ganzen Welt mit verwickelt sind oder Banden sind, wo Menschen sich freuen, was Wort uns die Zeit bringen, dann soll uns dort zum Nachdenken bringen, wo ist meine Gemeinschaft mit Gott? Folgt Gott sich möglich wirklich an mein Leben? Und wenn er sich nicht möglich folgt, dass er irgendwas beenden ist, was ihm nicht interessiert, dann muss er so gern uns halten. Er muss so gern uns wirklich seine Leib reden und dass er uns zurücktragen kann, wo wir beenden sind. Er will nicht, dass uns Schacherien welche sind aus den Tempels, dass wir dort hier sein. Dass die Menschen scheinbar, wir dort viel welche, dass sie irritieren können, dass sie ihr Geld anwechseln können, und all die Dinge, die du am Tempel getan werden, aus dem Gottesdienst, den sie am Tempel tun soll. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott will den ersten Platz an uns Hort haben. Wenn wir der Tempel sind, wo Gott sein Gastmann wohnt, will er den ersten Platz an uns haben. Und er will nicht, dass uns andere Dinge in unserem Leben sollen wichtiger sein, als dass Gott mit uns zufrieden ist. Und er ist mit uns zufrieden, wenn wir noch kommen. Anerkennen, dass wir Sinner sind, wenn wir das noch nie nicht getan haben. Und wenn wir das getan haben, dann muss er uns leiden und führen. Dann muss er uns diesen deuten Frieden loten. Und dass wir den auch bewahren können, dass wir den holen können, durch die Zeit, wo wir durchgehen. So, ich muss bloß, dass wir wirklich in dieser Zeit klar merken, dass wir sind Gott seine Kinder, wir haben Frieden mit Gott, und wir sind der Tempel Gottes, wo wir können Gott verherrlichen mit unserem Körper. Und dass das Wort nicht bloß bei uns bleiben, aber dass das kann zu anderen Menschen gehen, wo immer dort fehlt, dass sie sein kann, wir haben Frieden. Wir haben nicht Angst, weil wir Gott seine Kinder sind. Das meint nicht, dass wir gleichgültig sind. Aber das meint, wir haben einen deuten Frieden mit Gott. Was immer passieren wird, uns Wort von Gott seine Leib nichts dran. Wir können mutig vorausgehen. Muss diese Osterzeit wirklich uns halten, uns Leben abzufrischen. Aber wenn wir dort noch niemals haben klar gemerkt, dann müssen wir klar merken, dass wir Teil haben an Jesus sein Leiden, Jesus sein Sterben. Dass wir Part können von das sein und dass Gott auch durch uns kann verherrlicht werden. So, weil wir uns aufnehmen für die Gebet. Und himmlischer Vater, wir danken dir ganz besonders für Leben, das du uns gibst. Wir danken dir, dass wir dürfen uns daran erinnern, was die dort gekostet hat, in diese Welt zu kommen, den Waschen und Fuhrer aufzumerken. Und nun darf wir deine Kinder sein. Nun sind wir der Tempel Gottes, wo dein Gastmann wohnt. Und ich danke dir dafür, dass die sonnige Schöpfer, wie Menschen sind, so gnädig bist, und dass wir dürfen Wohnung für den Heiligen Geist sein aus Tempel Gottes. Und ich freue mich bloß, dass wir in dieser Zeit, wo wir werden sind,
Möchten wir uns das wirklich loben an unsere Horten ansenken, dass uns das wichtig ist, dass wir gerat sind und wenn wir nicht sind, möchten wir klar merken. Ich bin ganz besonders in Serien auf dieser Ostertiet, möchten Menschen nur die getragen worden, dass wir uns erinnern, dass die Wellen ist, dass China soll verloren gehen, weil du weißt, dass alle Menschen sollen gerat werden. Und deswegen, jüngst die diesen Weg, wat die gehen, dass jüngst am Kriezen stirbst. Und ich bitte bloß, dass die uns was halten, die wir nur zu denken, und möchten uns dort Nummer 1 in unserem Leben sein. Das bitte ich in Jesu Namen Dank sagen. Amen. Wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlösten im Himmel vereint, oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelgestein. Wird sammeln zur heiligen Schar, die Säulen, die im Blute sich waschen mit Blut. Und dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelgestein. Und die Kindlein sieht an die Brust, die ihm kindlich ihren Herzen geschenken von Lust. Und dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelgestein. Drum die Großen und die Kleinen gibt Jesus das Herz. Er macht selig, er macht herrlich, er führt himmelwärts. Und dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelgestein. Vielen Dank für diesen Gottesdienst anhorchen. Und ich möchte uns mit den Serien und Loten, den wir fängen, an 4. Mose, Kapitel 6, Vers 24, durch 26. Das sagt es dort. Möchte der Herr die Serien in die Schutz geben. Möchte die mit Freiheit halten und jenstig zu die sein. Möchte der Herr dich bei dir bleiben und dir Erfolg und Frieden geben. Das ist, was ein jeder mein Wünschen da in dieser Zeit, dass Gott uns beschützen mag und dass Gott uns mag wirklich eine tiefe Freiheit geben und uns gut sein und dich bei uns bleiben und uns wirklich Erfolg und Frieden geben. Und besonders in uns geistliches Leben wünsche ich, dass Gott uns alle würde viel Erfolg und Frieden geben in unserem geistlichen Leben. So, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und möchte ihr alle wirklich eine gesegnete Ostertiet haben. Gottes Segen. Amen.